Wir kennen ja mittlerweile ziemlich viele Pesto-Rezepte in Verbindung mit Spaghetti. Wir machen heute aber was ganz Besonderes, denn zum einen verwenden wir Vollkornspaghetti, nicht ganz so besonders, aber sehr gesund, und ein leckeres Basilikumpesto und toppen das Ganze. Und jetzt kommt es mit einem veganisierten Speck aus Räuchertofu und einer wirklich richtig rauchigen Marinade. Wir schauen uns das Rezept an, ich werde es nachkochen und wir sind alle gespannt aufs Ergebnis. Viel Spaß! Wir haben jetzt, ganz wichtig, den Backofen auf 180 Grad vorgeheizt. Der muss nämlich schön heiß sein, wenn das gute Stück hier gleich da reinkommt. Backblech liegt hier mit ausgelegtem Backpapier und jetzt gilt als nächsten Schritt, einmal dieses wunderschöne Stück Tofu in 3 mm dicke Scheiben zu schneiden und das tun wir jetzt. Wir werden jetzt die wirklich sehr rauchige Marinade zubereiten. Macht sich super, wenn ihr Speck veganisieren wollt. In dem Fall werden wir mit folgenden Zutaten arbeiten. Das ist einmal geröstetes Sesamöl, eine Prise Kalanamak, ganz intensiven Eigeschmack, Tamari, einen halben Teelöffel Tomatenmark, Kornsirup, ihr könntet alternativ aber auch Ahornsirup verwenden, 20 Tropfen Liquid Smoke, ganz, ganz wichtige Zutat, legt sie euch unbedingt zu, sie hält mega lang, weil man wirklich immer nur ganz wenig an Menge braucht. Das ist ein richtig kräftiges Raucharoma, der ganze Raum hier riecht und wir sind schon seit einer Stunde ungefähr fasziniert davon, wie lecker es riecht. Dijon-Senf, süßes Paprikapulver und einen Esslöffel Wasser. Das Ganze vermengen wir gut miteinander. Und wenden unsere Räuchertofu-Scheiben darin. Achtet vielleicht echt drauf, dass sie 3 mm dick sind, damit sie nachher schön knusprig werden. Wenn sie zu dick sind, dann sind sie halt nicht speckig. Und wenn sie zu dünn sind, dann werden sie einfach zu trocken. Ich gebe zu dem Ganzen jetzt noch frisch gemahlenen Pfeffer hinzu. Könnt ihr natürlich auch weglassen, wenn ihr jetzt zusätzlich keine leichte Schärfe haben möchtet. Ich finde es passend. Und anschließend kommen dann diese Räuchertofu-Scheiben auf unser Backblech. So, wir nehmen jetzt natürlich unsere kostbare Marinade, die wirklich einfach zu lecker schmeckt, um sie wegzutun, und verteilen sie nochmal so ein bisschen über dem Tofu. Und auf geht's in den Backofen. Wir werden jetzt den Brokkoli 1,5 Minuten blanchieren, ganz wichtig und sehr nachhaltig, by the way. Schält euren Strunk, also wirklich einfach die Oberfläche abschälen und dann würfeln, den tun wir mit hinein, und natürlich die Brokkoli-Röschen. Das Schöne an dem Rezept ist, dass wir genau das Wasser, wo der Brokkoli jetzt drin blanchiert, nachher für die Nudeln verwenden und auch daraus eine Kelle Soße schöpfen, um nachher das Pesto zuzubereiten. Gute Sache. So, wir gießen die Spaghetti jetzt ab. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Tofu-Speck unter die Lupe, denn der ist richtig, richtig, richtig knusprig. Krass, oder? Ja. Sehr, sehr schön. Das Ganze bringen wir jetzt noch ein bisschen in Form, damit es auch authentisch aussieht. Und zwar werden wir den in kleine, dünne
ungefähr 3 mm breite Tofu-Stücken schneiden und die kommen dann nachher auf unsere Pasta als Topping. Lass uns gemeinsam das Pesto zubereiten. Und zwar habe ich dazu 20 Gramm frisches Basilikum gehackt. Ein paar Blätter von Basilikum legen wir übrigens beiseite. Das nehmen wir nachher zum Garnieren. Und Brokkoli sowie den Brokkoli-Strunk. Das Ganze kommt hier rein. Frisches Basilikum. Wir werden am Ende noch mit Edelhefeflocken würzen. Des Weiteren haben wir 60 Milliliter Olivenöl und wir würzen das Ganze mit etwas Salz und Pfeffer. Wir haben eine Zitrone, da reiben wir gleich den Abrieb ab und nehmen natürlich auch den Zitronensaft. So, dieses leckere Pesto werden wir jetzt natürlich noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer abschmecken und das Ganze pürieren. Ja, gut. Final kommen wir jetzt zum Ende und zwar bereiten wir jetzt unser Topping vor. Dafür wird nochmal der restliche Brokkoli richtig ordentlich scharf in der Pfanne geröstet. Wir werden dann das Pesto zu der Pasta geben und haben Gott sei Dank auch noch ein wenig Nudelwasser aufgespart. Damit könnt ihr dann im Nachhinein nochmal verdünnen und die gewünschte Flüssigkeit erzeugen. Unsere Vollkornpasta kommt jetzt auf die Zange und ihr serviert sie auf einem Teller. Nachdem dieses leckere Gäbelchen in meinem Mund landete und ich definitiv den Teller gleich komplett weghauen werde, möchte ich euch vorher noch einen schönen Abend, einen schönen Tag wünschen und bedanke mich fürs Zuschauen.